Warum machen wir zu Hause nicht einfach mehr Dinge selbst, um hierbei zu entschleunigen, wie diesen Kochi-Reis? Dafür habe ich jetzt hier zum Beispiel den Gao-Klebreis 3 bis 5 Mal gewaschen, um ihn dann 6 bis 8 Stunden einmal in Wasser einzuweichen. Dieser wird dann gut abgetropft. Das Ganze funktioniert auch mit Milchreis und Sushi-Reis. Zwischenzeitlich erhitzt ihr dann schon mal das Wasser in eurem Dampfgarer. Und wichtig ist, dass der Reis wirklich gut abgetropft dann in den Dampfgarer geht und er auch erst dann gedämpft wird, wenn das Wasser kocht. Ihr dürft diesen Reis für den Kochi-Starter auf keinen Fall kochen. Da komme ich aber später nochmal drauf zu. Und was ihr auch nicht machen dürft, ist so viel Wasser in eurem Dampfgarer zu haben. Also es gibt so ein paar Fehlerquellen, die ihr vermeiden solltet, denn der Kochi-Reis mag es sehr luftig und locker, also der Pilz darin. Und wenn der Reis dann matschig wird, das verträgt er überhaupt nicht und geht leider ein. Auch wichtig, reinigt die Utensilien, mit denen ihr arbeitet, am besten nochmal mit Alkohol oder gründlich vorher mit heißem Wasser. Es reicht zum Beispiel so 'n 38 bis 40-prozentigen Alkohol, wenn ihr den noch zu Hause habt, einfach auf ein Küchentuch geben. Beim ersten Mal habe ich zum Beispiel eine Auflaufform genommen, das geht super. Ich fand das aber im Nachhinein in der Glasform viel schöner. Ähnlich wie beim Sauerteig kann man hier die Entwicklung dann besser beobachten. So, und das ist jetzt hier ein Milchreis, den ich verwendet habe. Und schaut mal, nach 45 Minuten des Dämpfens ist der noch richtig locker. Und das hier war dieser Gao-Klebreis. Der sollte zwar eigentlich kleben, aber der ist schon viel zu matschig. Das ist wichtig für den Koji-Starter. Der Reis muss gekocht sein, so dass ihr ihn zwischen den Händen zerdrücken könnt. Und wenn ihr ihn dann in den Mund nehmt, dass ihr auch merkt, okay, vielleicht so ein bisschen al dente, wie die Pasta zum Beispiel ist, so ein bisschen bissfest, aber auf jeden Fall durch. Und dann, bevor der Kochi-Starter eingearbeitet wird, sollte dieser gedämpfte Reis auf 35 bis 40 Grad runterkühlen. Dabei immer mit einem Holzspatel oder dem Löffel den Reis gut einmal durchmischen und eventuelle Klümpchen auflösen. Aber dazu kommen wir auch noch mal später, denn das zieht sich so ein bisschen durch wie so ein roter Faden bei dem Koji-Reis herstellen. So, hier schön durchmischen. Ihr seht, das klumpt ein bisschen zusammen. Das soll schön fluffig und leicht sein, denn der Kochi-Starter braucht wirklich Sauerstoff, um zu wachsen. Und wenn da so Klumpen sind, dann geht der ein und dann gelingt er euch nicht so gut. Und das soll ja passieren. Und als weiterer Tipp kann ich euch sagen, gebt nicht nur die Sporen einfach direkt in den Reis, sondern am besten mit ein bisschen Reismehl. Das erleichtert das Verteilen, weil ihr dann auch besser erkennen könnt, wo ihr den Starter schon überall habt. So, 2 Teelöffel habe ich jetzt hier genommen. Die genauen Mengenangaben habt ihr wie immer unten in der Beschreibung. Sie kommen aber auch noch mal zum Schluss. Macht euch einen Screenshot dann einfach. Und diesen Kochi-Starter habe ich jetzt hier von Heldenpilz. Alles Equipment verlinke ich euch auch noch mal unten in der Beschreibung. Und da reicht tatsächlich ein Löffel. So sehen die Sporen aus. Die werden jetzt verteilt. So, schön ordentlich. Und das wird dann jetzt diese Mischung in 2, 3 Schüben einfach auf dem Reis verteilt. Und im Prinzip ist es was ganz Einfaches, wenn man denn weiß, worauf man achten muss. Und ich bin schon sehr gespannt, wer von euch das ausprobieren wird. Die meisten kennen ja von euch Misopaste. Und um die herzustellen, braucht man diesen Kochi-Reis, also diesen Edelschimmel. Man kann damit aber auch so ein süßes Getränk machen, das nennt sich Amazake oder Amasake. Dann kann man ein Shio-Kochi machen, dann einen Mirin-Ersatz. Man kann Gemüse fermentieren, eine Kochi-Butter machen, vegane Brühe, Kochi-Würzpaste oder aber auch Reisessig.
Und mit diesen Sporen kann man auch Sojasauce machen. Also ich kann euch schon versprechen, es gibt ganz vieles, was es noch in dieser Richtung auch geben wird. Selbstverständlich zu den anderen Fermenten wie Sauerteig, Lievito Madre, Hefewasser, Kombucha oder auch Wasserkefir. Und wenn du da nichts von verpassen willst, dann abonniere gerne meinen Kanal kostenfrei. Und ich freue mich, wenn dir die Videos gefallen, dann lass mir auch gerne noch einen Kommentar da. Das Ganze sollte auf jeden Fall abgedeckt werden, entweder mit so Essstäbchen oder ähnlichem oder so ein Kuchengitter und dann mit einem Handtuch. Das habe ich jetzt doppelt gelegt und nach 12 Stunden erfolgt so eine Kontrolle. Also wie beim Hefewasser, da macht ihr das ja auch morgens einmal schütteln, abends schütteln. Bei dem Koji-Reis rührt ihr das einfach eben um. Auch hier darauf achten, dass der Löffel oder das Besteck, was ihr hierfür benutzt, schön sauber ist. Und hier nach den ersten 12 Stunden kann man jetzt gerade auch gar nicht so was erkennen. Also hier und da ist ein bisschen was Weißes, das könnte ja das Reismehl sein. Ich kann euch verraten, es ist tatsächlich der Koji-Starter. Schaut einfach, dass sich da keine Feuchtigkeit bildet und dass da auch keine Klümpchen sind und die schön wieder auseinander dividieren. Damit die Feuchtigkeit besser entweichen kann, könnt ihr hier noch so Rillen reinarbeiten. Das Ganze wird dann wieder mit dem Gitter und dem Handtuch abgedeckt. Ich habe das bei mir in den Mini-Backofen gegeben, oben auf der zweiten Ebene mit eingeschaltetem Licht. Da habe ich wirklich so 30 bis 32 Grad konstant gehabt. Alternativ geht natürlich auch ein Gärautomat. 12 weitere Stunden war mein erster Gedanke, Mensch, wo kommt denn das viele Reismehl plötzlich her? Aber das ist der Kochi-Pilz, der sich da jetzt vermehrt. Das heißt, die Bedingungen sind gut. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass der Backofen morgens, wenn mal im Norden die Sonne scheint, das sehr warm wird. Da achtet dann einfach darauf, dass ihr dann vielleicht noch mal kurz lüftet, dass es nicht zu heiß wird, damit ihr dann die Fermentation auch nicht stört. Und wenn ihr das Ganze wieder aufgelockert habt, kommt wieder das Gitter drauf und wieder das Tuch. Die ganze Fermentation insgesamt dauert 2 Tage, also 48 Stunden. Davor habt ihr natürlich noch mal den Reis gewaschen und 6 bis 8 Stunden angesetzt. Also sind wir insgesamt bei 2 bis 3 Tagen. Und schaut mal, hier, der ist so richtig schön weich und so ein bisschen flaumig geworden. Also so ein Flaum hat der. Und jetzt könnt ihr auch schon erkennen, warum wir ihn auflockern müssen. Hier, er ist ganz fest geworden und klumpig, so als wäre er feucht geworden. Das liegt aber einfach an der Fermentation. Der Pilz arbeitet, dadurch entsteht ein bisschen Feuchtigkeit und damit hier nichts passiert, wirklich immer gut umrühren und ihr werdet auch einen Geruch feststellen, so ein bisschen süßlich, pilzig. Er darf auf gar keinen Fall so wie Schimmel riechen, so unangenehm. Dann auf jeden Fall entsorgen, auch wenn sich da so ein schwarzer Flaum bildet oder Ähnliches. Also, es muss wirklich so rein weiß bleiben. Das ist unheimlich wichtig. Und warum ist Kochi überhaupt so besonders? Der Schimmel bildet Enzyme, die Stärke, Eiweiß und Fett aufspalten. Und das macht zum Beispiel die Miso-Paste, die ihr habt, so umami. Abgedeckt ist der fertige Kochi-Starter 2 bis 3 Tage dann im Kühlschrank haltbar, sollte dann aber schnell weiterverarbeitet werden. Ich freue mich, wenn wir uns in diesen Videos wiedersehen und sende dir viele liebe Grüße, deine Emma.